Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man repariert Leervia-Nähmaschine. Also die Nähmaschine blockiert, egal was man macht, also kommt nichts mehr. Und ich denke, weil hier kann man auch nach oben, unten machen, funktioniert auch nicht. Also es ist alles irgendwie kaputt, sagen wir so. Hier ist leer, befindet sich gar kein Zubehör. Hier haben wir, das muss ich jetzt alles aufmachen, extra, weil ich komme nicht, ich kann auch keinen anderen Weg abmachen, weil das funktioniert nicht. Hier haben wir Nadel, das auch will nichts, also jetzt müssen wir das aufmachen. Ich hatte hier, ja. So, das nehmen wir auch raus. Oh, Gott weiß, seit wann ist das drin. Okay, dann machen wir hier auf und nehmen das auch alles raus, weil es klebrig ist. Alles, das machen wir später extra sauber. Hier, ich hoffe, man sieht das alles. Hier machen wir auch auf und nehmen das hier auch raus, wenn das geht. Also, da ist was. Das ist voll mit, guck mal, es ist offen und man kriegt das nicht. Dann machen wir erstmal oben. Da brauchst du mal ein bisschen Kraft. Beide drehen wir auch. Ich muss das. Es ist keine Ahnung, was das ist. Schwer zu sagen. Nicht Öl, nicht etwas Fettiges, Klebriges. Aber wieder, wenn es Fett wäre, dann würde das nicht so klebrig. Das ist alles. Ach. Ja, da ist. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir das raus. Wow. Da ist Nadel drin. Also erstmal, ich nehme ganz normale Öl von Nähmaschine. Dann machen wir alles ein bisschen, dass das ein bisschen locker ist. Hier passiert nichts. Das müssen wir hier oben aufmachen. Und wir hoffen, bis dahin unten kann man das alles rausnehmen. So. Dann sehen wir, was ist hier los. Also das geht jetzt ein bisschen bewegt sich. Machen wir hier Öl rein, weil das ist dieser Teil. Hier ist vor Nadel, kann man aber aufmachen. Und hier gibt es oben ein Loch, wo man reinsprühen kann vor diese Nähfuß. Und jetzt, so, das ist schon ein bisschen besser. Also Sie sehen, jetzt funktioniert dieser Teil, weil jetzt ist ein bisschen Öl drin. Natürlich, das muss man noch sauber alles machen, aber hier drinnen kann man ein bisschen Öl reinmachen und dann hier auch. Und dann bewegt sich dann, es funktioniert schon. Natürlich noch müssen wir das sauber machen, aber dann gucken wir hier, also bei Nadel passiert oben gar nicht, also das bewegt sich gar nicht. Also ich denke, dazwischen gibt es eine Metallstange, hier dazwischen. Es könnte sein, dass das kaputt ist. Weil normalerweise, wenn Sie hier Programme wechseln, Nadel bewegt sich immer auf Zickzack oder etwas. Also ein bisschen. Sehen Sie, sie will, aber einfach geht nicht. Aber das machen wir ein nach dem anderen. Das habe ich noch nicht erlebt, dass dieser Teil nicht rausgeht. Und das geht meistens von alleine. Und ich will nicht zu viel Druck machen, weil das kann auch kaputt gehen.
Okay, eine ist. So, oh, das ist alles geklebt, sehen Sie? Und jetzt ist das auch weg. Also die muss man unbedingt sauber machen. Und jetzt mache ich die ganze auf, weil es sieht so aus, das hat damit nichts zu tun. Okay, dann fangen wir hier oben, gucken, wo gibt es Schraube überall. Hier gibt es eine, 2, 3, 4. Das machen wir alles ab. Vielleicht Video wird zu lange dauern, aber Sie können immer vorspülen, wenn Sie keine Lust haben, alles zu gucken. Aber ich mache es. So, das ist das zweite. Und immer, dass Sie wissen, wo was ist, auf verschiedene oder alles in einen Topf geben oder auf alle verschiedenen Teile zusammen machen und dann wissen Sie, wo das, welche Schraube ist von wo. So, das sind die 4, 1, 2, 3, 4 von dieser Seite. Hier gibt es gar keine, vorne gibt es keine, aber hier seitlich gibt es für das, hier gibt es eine oben, eine ganz kleine dünne. Und hier gibt es auch eine. Was ist das? Dann machen wir das so. Das ist von dieser Metall hier. Hier ist eine. Ja. So. Und hier oben, die geht nicht so irgendwie auf. Okay. Eine. Das nimmt man auch ab. Dann stellen wir das mit 2 Schrauben. Wo ist die zweite? Okay. Das haben wir, das haben wir. Das hier gibt es auch. Das bewegt sich von alleine. Okay. Und jetzt von unten. Also unten machen wir. So. Hier haben wir auch 4. Ich mache die alle erstmal ab. Meine Art, Nähmaschine zu reparieren, ich weiß nicht, ob das so alles bei richtiger Profi-Leute so läuft. Aber bis jetzt habe ich fast alle Nähmaschinen repariert, die ich. Das weiß ich nicht, soll ich das auch machen jetzt erstmal? Okay, jetzt versuchen wir. Gibt es hier drinnen noch? Hier ist ein Teil. Okay, jetzt damit muss man aufpassen, wenn man die Nähmaschine trennt, dass etwas von diese dazwischen, was die einklemmen, nicht kaputt geht. Deswegen erstmal noch einmal alles überprüfen. Und dann, wenn alles frei ist, abmachen. Okay. Und immer langsam. Immer vorsichtig. Okay. So. Ein Teil ist weg. Oh, hier sieht ganz schlimm aus. Ich hoffe, Sie sehen das alles. Hier. Das muss man alles erstmal gesäubert werden. Aber wir suchen weiterhin Ursache erstmal. Wieso ist das geklemmt? Weil es funktioniert immer noch nicht. Also hier gibt es noch Schraube. Das nicht. Jetzt. Ah, mein Scheiß wo drin. Okay, hier oben haben wir 2. So, nur locker lassen, nicht rausnehmen. So, 1, 2. Dann,
Gibt es noch wo? Das ist nicht. Das ist nicht. Und hier gibt es eine drin. Ich denke, das ist auch eine. Das ab. Also ich sehe keine mehr. Ich muss größere Schraubzieher holen. Ah, den habe ich. Das ist komisch hier gemacht. Nicht rausgehen. Das muss weg. So, hier oben, dass Sie das, wie Sie das abmachen können. Hier oben gibt es eine Schraube abmachen und dann, das ist auch erledigt. Hier glaube ich, ich muss das auch hier abmachen. Hier gibt es auch zwei Schrauben. Wenn das stört. Manchmal bei mir dauert das alles, wie gesagt, ich bin kein Profi, deswegen ist alles ein bisschen immer durcheinander, aber trotzdem, jetzt müssen wir das, glaube ich, abmachen. Aber wie? Gucken wir, was da gibt. Das muss bestimmt auch noch. So, muss man aufpassen, weil es alles Plastik. So. Das ist jetzt. Gibt es noch was? Hier kommt noch. Das war hier ein Teil, als Befestigung statt Schraube. So, jetzt sieht so eine Nähmaschine von innen. Hier ist also ganz schmutzig. Hier. Und jetzt gucken wir, also was da abgeht. Also das bewegt sich nicht. Normalerweise, wenn der Motor an ist, das muss sich drehen. Und da blockiert was. Jetzt müssen wir herausfinden, was. Das nehme ich so hier. Also das dreht sich. Also hier ist etwas. Machen
das hier abgeht. Also das alleine dreht sich und hier blockiert. Also eigentlich könnte sein, dass das nur hier. Jetzt muss ich das abmachen. Wo habe ich meinen Teil hingelegt? Also hier alleine dreht sich Motor und diese Teil hier Handrad, aber wenn das hier ist dann blockiert. Das alleine dreht sich nicht. Und jetzt machen wir das ab. Hier drinnen gibt es noch ein, es war Deckel drauf und dann jetzt machen wir diese Teil ab. Da brauche ich ein bisschen breiteres Schraubzieher, aber ich versuche damit. Meine Hände sind jetzt auch ein bisschen ölig. Ja, das will ich, glaube ich. Versuchen wir erstmal die kleinen 4 abmachen. Ob da was, ohne diese große Teil abzumachen. So, machen wir die 4. Es könnte sein, dass auch was drin gewesen ist oder gewesen war. Mal sehen. Also wir haben die sowieso nicht umsonst auch gemacht, weil wir reinigen, ölen und dann sehen wir sowieso, wie das alles drin aussieht. Na dann. Ups. Also trotzdem. Das. Ich muss das gucken, wie ich das abmache. So, was habe ich bis jetzt noch extra gemacht? Warte, ich schaue hier rein. Hier alles ein bisschen Öl reingemacht. Das habe ich abgemacht. Hier ein bisschen Öl reingemacht. Und das, sehen Sie, das bewegt sich, aber es ist noch nicht. Eigentlich sollte man die ganze diese Teil abbauen und richtig sauber machen. Aber das wäre jetzt zu viel von mich. Deswegen, ich lasse noch ein bisschen mit Öl so drauf. Und dann, wie Sie sehen, es bewegt sich schon. Aber es ist noch schwer. Also man muss drehen und dann hier sauber machen, weil es ist alles voll mit... Ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, aber es ist schon viel abgehärtet alles. Und das bewegt sich alles ganz, ganz schwer. Aber es bewegt sich, sagen wir so. Jetzt immer besser und besser. Das hat auch nicht funktioniert hier oben. Warte. Hier, diese muss ich ein bisschen näher bringen. Also hier. Das zum Aufspulen hat auch nicht funktioniert. Jetzt funktioniert. Das hat sich jetzt gedreht. Ich mache jetzt eine Maschine an, dass Sie sehen, wie das läuft. Also es ist ganz viel alte Fett und war richtig hart alles. Aber jetzt langsam. Also das oben jetzt dreht sich, hat sich nicht gedreht. Ich habe ein bisschen Öl dran gemacht, stehen gelassen, ein bisschen rundum sauber gemacht und dann hat sofort angefangen sich zu bewegen. Das war richtig kräftig, also
Das ist ganz schwer gegangen. Okay, und dann jetzt hier dreht sich, aber jetzt muss ich natürlich alle Schrauben ranzumachen. Und dann sollte auch die Nadel sich bewegen. Weil wenn ich drehe, bewegt sich, aber wenn ich alleine mache, so dann nicht. Ich muss die ersten 4 Schrauben ranzumachen. Und ich hoffe, dass sofort klappt. Also Motor war in Ordnung, also ist in Ordnung. Hier die ganzen Teile sind eigentlich nur richtig abgehängt. Mal sehen, jetzt. Nein, noch nicht. Also Nadel bewegt sich noch nicht. Ich weiß nicht, ob hier auch. Das muss noch. Also ich mache noch ein bisschen Öl und alles dran. Und dann stelle ich das über Nacht so ölig stehen lassen. Weil das sollte auch einen Klick haben. Also das klickt nicht. Ich mache alles ab. Ja, ich mache noch ein bisschen Öl alles drauf und dann über Nacht stehen lassen. Und dann erstmal mache ich morgen weiter, bis diese ganze alte Fett auch ein bisschen nachlässt. Und dann wird morgen weitergemacht. Weil nach 10-15 Minuten hat es schon gut gewirkt, aber ich lasse noch, das auch einfacher sauber zu machen. Und das muss ich noch gucken, was ist da. Ich denke, das muss zusammenhalten. Ja. Also wenn das zusammenhält, dann fängt schon auch die sich zu bewegen. Deswegen, ich lasse es bis morgen und dann mache ich morgen weiter. In der Zwischenzeit vielleicht mache ich alles noch oben sauber, wenn ich alte Fett sehe und alles, aber langsam. Also einzige, was mich stört, ist dieser Teil hier. Also das könnte man alles rausholen und richtig sauber machen, weil hier drinnen, guck mal, und das ist alles so schmutzig. Das wäre Beispiel gut, dass man die rausnimmt und sauber macht. Aber naja, ich versuche Bestmögliches. Eigentlich, man macht hier auf und dann zieht man das hier raus, aber das ist schon für mich zu viel Beispiel. Hier muss man auch ein bisschen sauber machen. Es ist alles richtig klebrig. Ja, vielleicht nehme ich Schmirgelpapier und das mache ich ein bisschen hier. Weil Nadel drin hat auch geklemmt und alles. So, na dann sehen wir uns morgen, weil sehen Sie, hier ist alles richtiger. Das war alles geklebt. Ich habe das ganz schwer rausgenommen. Na gut, bis morgen. So,
Die Nähmaschine funktioniert. Ich habe noch Teile sauber gemacht. Wir versucht alles sauber zu machen. Und jetzt, wie man sieht, es funktioniert. Hier dreht sich das Eis. Wenn man hier macht, dreht sich auch. Wenn man raus macht, dann läuft das. Also funktioniert, und ich mache die jetzt wieder alles zusammen. Diese Teil, ich habe schon alles herangemacht. Es geht eigentlich ganz einfach, diese Deckel, und drunter es gibt zwei Schrauben, zwei Federung reinmachen. Das ist dann fertig, und jetzt machen wir, ich habe die Teile auch sauber gemacht. Also jetzt machen wir erstmal ganze Plastikteile, eine nach dem anderen. Und dann fangen wir natürlich mit ersten Teil. Das, und hier wird ganz schwer über diese Schraube ranzumachen. Hier aufpassen bei diesen zwei Schrauben, weil das ist nur Plastikteile, die das alles halten. Und immer aufpassen, dass die nicht kaputt gehen. Okay. Ja, das soll auch alles herum. So. Wenn das alles richtig ist. Ja, ich mache noch ein bisschen auf. Und dann zumachen. Eine. Zweite. Jetzt haben wir diese drinne Schraube. Das wird ein bisschen schwieriger ranzumachen. Ich brauche etwas. Also da ganz drinnen, durch diese Loch sollte man das heranschaffen, aber das Problem ist, wenn das nicht klebt. Das ist nicht so einfach, deswegen ich muss eine andere Schraubzieher mitbringen. So, auf diese Schraubzieher haftet das bisschen, aber ist zu kurz. Okay, ich habe jetzt diese Teil auch gemacht. Jetzt kommt die zweite Teil hier unten. So, das war mit zwei Schrauben befestigt. Ist alles ein bisschen komisch, aber wir müssen da durch. So. Eine nicht zu Ende machen, bis die zweite auch nicht gemacht ist. Okay. Fertig. Jetzt kommt die große. Ich mache die noch drin ein bisschen sauber, weil es sieht nicht so schön aus. Dann guck mal, wie viel hier das alles. Das ist dieses klebrige Zeug. Aber machen wir ein bisschen sauber alles. Hier vorne auch. Sie sehen nicht, aber ich mache jetzt hier mal ein bisschen alles sauber. Gut, dann machen wir diese Teil drauf. Aufpassen, hier seitlich muss alles richtig reingehen. Hier oben, unten. So. Richtig hier reinsetzen. Seitlich auch. Und dann hier, wenn das alles fertig ist, dann machen wir jetzt diese 4 Schrauben, was wir jetzt Anfang an erste gemacht haben. Und dann langsam wird das schon. Also das Plastik nicht immer zu Ende so richtig festmachen.
So, langsam wird alles ein nach dem anderen zugedreht, zugemacht. Von unten habe ich gemacht, oben habe ich gemacht, hier seitlich auch. Das macht man nur rein, hier auch nur ranmachen. Hier müssen wir jetzt diese Teil machen. Also langsam. Und wer nicht weiß, was habe ich alles gemacht und wie hat das abgelaufen, kann man immer von vorne dann gucken. Jetzt machen wir diese Teil ran. Okay, jetzt. Das ist auch fertig. Es ist nur noch geblieben, hier ranzumachen. Diese Teile, Plastikteile. Da haben wir auch 2 Schrauben. Und das machen wir jetzt auch. Da muss man jetzt aufpassen, wie man das ranmacht. Also diese Seite. Okay. Und jetzt befestigen. Ich hoffe manchmal, dass die das Salze sehen, weil ich aufnehme immer noch mit Handy. Ich habe keine richtige Kamera, wo man das sehen kann, was man macht. Und jetzt machen wir noch das fertig und noch diese Teil und befestigen ein bisschen. So. Und wir haben Nähmaschine repariert. So, das ist von Nähfuß. Okay, jetzt machen wir hier ein bisschen sauber. Das hier sieht man. Okay, noch bleibt Nähfuß ranzubringen. So. Yeah. Strom.
drücken wir. Funktioniert. Und dann mache ich extra Video, wie die Nähmaschine Levria benutzt wird. Aber wie Sie sehen, wir haben die Nähmaschine repariert. Funktioniert alles hier oben auch. Dreht sich. Das kann man auch so zumachen. Und dann funktioniert. So viel zu reparieren, wenn die Nähmaschine blockiert. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.